Aber weißt du, was ich jetzt auch schon wieder nicht verstehe? Ja, das sieht halt so komisch aus, Mann. Für mich persönlich, der hat das schon wieder weggezogen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja manchmal wirklich gefühlt halbe Sekunde. In CS2, however, the shot being registered is the only thing being processed at subtick level. Die Leute erstellen riesen Posts, machen gefühlt eine Doktorarbeit darüber. Warum released Valve nicht einfach selbst mal so ein Video und erklärt es mal den Leuten anständig? So Jungs, wir gucken uns mal ganz kurz, ich will mir mal das Video hier angucken. Is this why shooting feels off in CS2? Das könnte uns doch alle sehr, sehr, sehr stark interessieren, oder? Salut mes amis och hallå gubbar. While subtick is proven to work, it's no secret that CS2 still feels slightly off when shooting compared to CSGO. Slightly off. Ich habe vorhin schon zu Jamel gesagt, manchmal, das ist nicht slightly, das ist gefühlt. Also Bruder. Das ist so ein bisschen wie früher CS Counter-Strike Source mit verschobenen Hitboxen. Das Model ist delayed. Und so müsste das ja hier auch sein. It's best to take any information right now with a grain of salt. There's a lot of speculation going on with why certain things behave a certain way. So just be fully aware that things in here could be wrong. Two events occur when you click your mouse. One, the game registers your shots, and two, it displays a firing animation on your screen. Normally, we associate both these things as one, since that's how most games work. Das ist jetzt CSGO. It's an okay, doch, er drückt schon, wo der Head ist, okay. way of handling the game's shooting mechanics, and as a player, it feels natural, and it's easy for your muscle memory to build up. But in certain cases like this one, even if you click your mouse when the enemy is on your crosshair, the game has to wait for the next tick to process all the information. Das ist ja normal, das ist ja Miss normal. this shot. Now, as you probably already know, ticks are what the server uses to update what's happening in the game. It's basically the server's own update cycle. At 64 ticks a second, you can see that each tick comes every 15.6 milliseconds. Das meine ich ja, das ist ja so wenig. Also ich habe das Gefühl, in CS2, das ist mehr oft. Das ist ja nicht nur between dieser Ratio, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja manchmal wirklich gefühlt halbe Sekunde. It's every 7.8 milliseconds. So even if you click the mouse right here, the server waits for the next tick to process everything, which is here, and then the server says, nope, you suck. Deswegen sage ich ja, ein guter 64-Tick-Server, ein guter 128-Tick-Server, ob du jetzt 64 Abfragen die Sekunde oder 128 Abfragen die Sekunde hast, bei solchen Sachen hast du das immer in den seltensten Fällen, dass man nicht reingeht. Die Matchmaking-Server sind halt deswegen war in CSGO 64 immer A. Aber wenn du einen selbst aufsetzt, 64, da wirst du nicht so einen ultra krassen Unterschied merken, was sowas anbelangt. CS2 solves this with subtick. You can see here in CS2 that if you click your mouse to shoot when the enemy is still on your crosshair, just a few pixels before missing, the game instantly recognizes that you shot the enemy Das ist aber nicht so delayed as hier. a kill. Here's another example of this from another post on Reddit. This user has also added a mouse overlay on the screen so you can see when they click the mouse, then they slow down the server intentionally, moved away, and the server registers the kill as long as you click your mouse on the head. That is good. Yeah. In fact, it's insanely accurate. It's better than regular 128 tick will ever be. So, subtick works. However, if you remember, we talked about two things happening when you click the mouse. The shot registers and the shooting animation appears. And in CSGO, they are processed at the same time, but for the next tick. In CS2, however, the shot being registered is the only thing being processed at subtick level. This means that we still have Ja, das sieht halt so komisch aus, Mann. Für mich persönlich, der hat das schon wieder weggezogen. processed Ja gut, er schießt, ja gut, das... at subtick level. This means that we still have to wait for the firing animation at the next tick. So this might be the explanation of why shooting feels off. To clarify, registering a shot happens as soon as you click the mouse, thanks to subtick, but the firing animation doesn't appear until... Aber weißt du, was ich jetzt auch schon wieder nicht verstehe? Wenn die gesamten Animationen wie auch POV von deiner Waffe, ne, wie du moves, also du siehst den Kopf, du drückst da ab. Die Models selbst müssten ja auch delayed sein. Das bedeutet, wenn ich hier auf den Kopf schieße, wenn das Model ja auch so delayed ist wie ich selbst, dann registriert das doch eigentlich gar nicht den Hit. No, the delay is not the issue. There's already a delay in CSGO that we've all gotten used to. It's the fact that these two things are running at different times. The fact that it's not in sync makes the shooting experience overall inconsistent feeling. Das haben wir ja alle verstanden. Instantly, again thanks to subtick, but I wouldn't see myself shooting in game until this tick, and if I click my mouse here, this time the firing animation would appear to be faster because it's closer to the next tick.
Now you might think that this isn't noticeable, but it totally explains why it feels strange to shoot in CS2. So once again, comparing it with CSGO, shooting and firing feels more intuitive because both are synced. Again, with the cost of potentially missing out on a kill because... Was ich mich auch manchmal frage, okay? Die Leute erstellen riesen Posts, machen gefühlt eine Doktorarbeit darüber. Warum released Valve nicht einfach selbst mal so ein Video und erklärt es mal den Leuten anständig und sagt auch, wie sie es fixen können, dass in Zukunft diese Animationen nicht mehr delayed sind. Ich checke das nicht. Warum machen die von Valve das nicht? Weil das ist ja wieder so eine Sache, das haben sich die Leute jetzt so zusammengesponnen und das macht ja auch irgendwo alles Sinn, aber die Frage ist ja, wie kann man es trotzdem fixen? Are both going to happen at the next tick. Now in this example, if CS2 was running on 128 tick instead with subtick and how it works today, the delay between shooting and actually firing on screen the next tick would... Ja, dann fühlt es sich natürlich nicht mehr so delayed an, das ist ja klar, aber das hat man ja auch in CSGO prinzipiell. Also angenommen 128 Tick, wenn du jetzt zum Beispiel 256 Ticks hättest, dann würdest du es schon fast gefühlt gar nicht mehr merken, ne? Still be out of sync. Sure, it would be less noticeable, but the issue is still there. You would still shoot and the gun would still fire on screen at different times. In fact, we see more people now joining in on this and also experiencing the same issue in CS2 where the shooting animation seems to be waiting for the next tick to trigger. Was ich mich gerade frage, also ich schieße jetzt in diesem Moment, ich drücke meine Maus, aber das Model müsste ja eigentlich weiter, also noch mehr im Fadenkreuz sein, oder? Rein theoretisch, weil die Animation hängt ja auch nach. Das bedeutet eigentlich, wo er hinschießt, müsste eigentlich in der Mitte vom Kopf sein. Weil das Model müsste hier weiter drüben sein, kann das sein? Die Frage ist, hittet er ihn, wenn er hier hinschießt? Hier vorne? Weil zum Beispiel bei mir war es gestern so, ich habe vor dem Model gehittet. Das macht ja auch Sinn. Eigentlich müsste er vor dem Model hitten. Weil die Animation immer hinterherhängt. Sein Model ist dann in dieser Millisekunde vom Server schon verschoben, aber die Animation hängt ja hinterher. Das ist ja dieses, was sich so delayed anfühlt. Er drückt, wenn dann noch gerade so der Kopf zu sehen ist und das hängt nach, das bedeutet to run 128 tick servers. But from the way it works right now, it seems rather counterintuitive or wrong. But here's the thing, if Valve can somehow figure out how to process both shot registration and firing animation at the same time as you click your mouse, the entire problem would be completely eliminated and the servers wouldn't even have to run on 128 tick to improve the actual shooting experience. So I'm actually really excited to see a solution for this. We can already taste CS2's sub-tick potential, and this would give us the full meal. Gutes Video, bin ich jetzt aber schlauer? Nö. Wie wollen die das fixen? Weil ihr System ist ja so aufgebaut. Du drückst etwas und das kommt direkt an, aber ab dem richtigen Tick wird das erst umgesetzt, visuell. Schreibt eure Meinung zu diesem Thema in die Kommentare. Video liken und Kanal abonnieren, um kein Content zu verpassen.